Hey Leute, heute gibt's mal wieder was aus der Kategorie Wie kann ich mit maximalem Schwachsinn Schlagzeilen machen? Und unser Hauptdarsteller ist niemand Geringeres als Trommelwirbel Marco Wanderwitz von der CDU. Ja, der Mann, der sich gerne selbst als Retter der Demokratie feiert und dabei die AfD am liebsten von heute auf morgen verbieten will. Ein echter Held, oder? Ich meine, ganz ehrlich, dieser Mann hat sich das AfD-Verbot doch in den Kalender eingetragen. Jeden Monat ruft er laut, verbietet die AfD. Immer dann, wenn es bei der CDU mal wieder brenzlig wird, das ist wie ein schlecht geschriebener Film, bei dem der Bösewicht immer den gleichen Trick versucht und glaubt, dass diesmal niemand ihn durchschaut. Jetzt kommt's richtig dick. Die CDU, diese Musterschülerpartei, die immer schön mit dem Finger auf andere zeigt, hat sich mit der BSW verbündet. Dieser Meister der Hinterzimmerabsprachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Duo hat was von Pinky und The Brain. Nur dass beide keinen Plan haben. Jeden Tag erfahren wir mehr und mehr, was für eine Lachnummer BSW wirklich ist, aber dazu später mehr. Ach, und wie sie alle hinter den Kulissen mauscheln. Der Thüringer Landtag war ein echtes Highlight diese Woche. CDU und BSW haben sich so verheddert, dass sie die Sitzung abbrechen mussten. Und was macht Wanderwitz? Marco Wanderwitz hat echt einen ausgeklügelten Plan. Zumindest glaubt er das. Er meint, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD endlich für Ordnung sorgen würde. Aber lasst uns ehrlich sein, das Einzige, was hier organisiert werden müsste, ist ein Kurs für Wanderwitz, wie man sinnvolle politische Arbeit macht, statt immer wieder die gleichen verbrauchten Ideen aus der Mottenkiste zu holen. Aber jetzt zurück zur BSW. Dieser Name steht für Heuchelei par excellence. Die tun immer so, als wären sie die Retter. Aber jetzt zurück zur BSW. Dieser Name steht für Heuchelei par excellence. Die tun immer so, als wären sie die Retter des armen Landes. Aber hinter den Kulissen gibt's nichts als Chaos. Und da kommt dann auch noch die CDU ins Spiel, die sich bereitwillig auf den Zug setzt. Leute, wenn das nicht ein garantierter Untergang ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, jeden Tag kommen neue Geschichten raus, wie die BSW immer tiefer im eigenen Sumpf versinkt. Es ist wirklich zum Lachen. Heute ein Skandal, morgen wieder Fehlentscheidung. Aber hey, Hauptsache die AfD wird verboten. Dann ist ja alles gerettet. Oder? Wenn das nicht pure Heuchelei ist, dann weiß ich nicht, was noch. Und dann die CDU, der wahre Blockbuster-Flop. Da wird ständig von Demokratie und Werten geredet, während man hinter den Kulissen die wildesten Absprachen trifft. Was für ein Witz. Die CDU ist wirklich der Streber, der alle Regeln kennt, aber hintenrum trotzdem die Spickzettel verteilt. Was Wanderwitz hier betreibt, ist nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Während die CDU und BSW die größten Schlamassel im Thüringer Landtag anrichten, versucht unser Marco mit seinem Verbotsstück die Aufmerksamkeit von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Der Mann sollte wirklich mal über eine Karriere in der Magie nachdenken. So oft wie er versucht, uns alle zu verzaubern. Leute, ernsthaft. Wenn die Verbotswünsche von Wanderwitz nicht wären, hätte man doch gar keinen Grund mehr, sich über die CDU zu amüsieren. Es ist fast so, als hätte er ein AfD-Verbot-Countdown in seiner Uhr eingestellt. Jeden Monat dasselbe Spiel. Vielleicht sollten wir ihm einen Preis für die kreativste Wiederholungsidee verleihen. Und was ist mit der BSW, Leute? Diese Partei ist wie ein Schiff, das schon beim Auslaufen ein Leck hat. Kein Wunder, dass sie in Thüringen nicht mehr weiterkommen. Der Laden ist von vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt. Wenn die noch lange mit der CDU zusammenarbeiten, gibt's bald nicht mal mehr einen Landtag, den man lahmlegen könnte. Die CDU und die Realität, das ist auch so eine Sache. Während Millionen Menschen die AfD wählen, versucht Wanderwitz ernsthaft, sie einfach zu verbieten, als ob das die Wähler einfach vergessen würden. Sorry, Marco, aber so funktioniert Demokratie nicht. Aber wer braucht schon Demokratie, wenn man sich mit der BSW zusammentun kann, oder? Und was macht Wanderwitz als nächstes? Wahrscheinlich plant er jetzt schon den nächsten Verbotsantrag. Ich sage euch, in einem Jahr steht er immer noch da und fordert das Gleiche.
Wie wär's, wenn wir ihm vorschlagen, einfach mal was Neues zu versuchen? Vielleicht eine frische Idee, Marco. Nur so als Vorschlag. Also Leute, was lernen wir heute? Wanderwitz, die CDU und ihre Freunde von der BSW liefern uns jeden Tag ein neues Material für eine echte Comedy-Show. AfD-Verbotsanträge, Mauscheleien im Landtag und am Ende sind sie selbst die größten Saboteure der Demokratie. Aber gut, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Mal sehen, wie oft Marco noch auf den AfD-Verbotsknopf drückt, bevor ihm was anderes einfällt. Was sagt ihr, Leute? Schafft es Wanderwitz diesmal oder wird das wieder ein Rohrkrepierer? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dann.